Lieber Wassermann, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, worum es geht, was Thema wird, auf was du achten solltest. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Wassermann bitte. Tief durchatmen und entspannen. Eine neue Ära kommt auf dich zu, ohne dass sie von dir beabsichtigt war, ersichtlich war. Es ist wie, als wäre ein Knopf gedrückt worden. Und plötzlich erscheint alles ganz leicht in einem anderen Licht. Hört sich sehr positiv an, sehr gut, lieber Wassermann. Schauen wir, was die Karten dazu sagen. Das Licht, das du erkennen durftest im eigenen Schatten, in deiner eigenen Dunkelheit. Ich denke, dass du erkennst, dass es nun an der Zeit ist. Wow. Dass es nun an der Zeit ist. Es ist wunderbar. Passt perfekt zusammen. Dass es nun an der Zeit ist, lieber Wassermann, die mentalen Konflikte beiseite zu lassen. Beginnen wir. Manchmal geht man von positiven Dingen aus und erkennt dann, oh, doch nicht ganz so positiv. Man fühlt sich zurückversetzt, man fühlt sich angezweifelt. Und oft spielt das Ego einem einen Streich, indem man sagt, ich stehe da drüber, mir egal. Doch wenn man genau hinsieht, mutig ist, sich die Frage zu stellen, was hat das Ganze mit mir zu tun, darfst du dort sicherlich eine Lernaufgabe erkennen. Doch, ich denke, das hast du hinter dir, lieber Wassermann. Das, was jetzt wichtig ist für dich, ist das kleine Ich zurückzulassen, das dich immer wieder in mentale Konflikte und Verstrickungen brachte. Sehe die Dinge so, wie sie sich dir präsentieren. Das, was nicht verstanden wird, sagen sie, entweder weil du es nicht beachtest oder interpretierst, sie sagen, linke Kopfhälfte, hast du ein Hitzegefühl, ein Druck, Kopfschmerzen. Immer dann, wenn etwas nicht klar ist. Lieber Wassermann, also wenn etwas für dich nicht klar ist, lieber Wassermann, in Sachen Gesundheit bitte immer einen Profi aufsuchen und lasse dich von diesem beraten oder gar behandeln. Du versuchst zu verstehen, du versuchst das Gute zu sehen und du versuchst zu erreichen. Sie sagen, in Wahrheit steht dir alles zur Verfügung, was du möchtest, was du brauchst, was du dir wünschst. Es hängt einzig und allein von dir ab, inwiefern du es dir erlaubst zu erreichen.
Welche Stimme in dir fütterst du? Die lichte oder die dunkle? Ich glaube, es wird ein intensives Reading. Sie möchten, dass du auf eine andere Frequenz kommst, dass du deine Vibes angleichst. Doch du kannst sie nur angleichen, indem du innerlich bereit bist, denn die Frequenz ist schon da. Es ist wie ein vorbeifahrender Zug. Du musst einfach nur aufspringen. Schauen wir, worum es geht. Du und dein Lichtbewusstsein. Ich denke, du kommst mehr und mehr in dein ureigenes Lichtbewusstsein. Licht als Frequenz, Licht als alles. Transformiere du dich im Licht und forme das Licht. Es geht definitiv um dein Inneres. Es geht definitiv um eine Partnerschaft, sei es in der Liebe wie in der Freundschaft, ganz egal, wo du stehst. Es geht um Emotionen. Es geht darum, dass du zukunftsweisend, zu sehr zukunftsweisend bist. Für die Zukunft arbeitest, also arbeitest in Anführungsstrichen, doch den Moment im Hier und Jetzt nicht verrichtest. Sie sagen, dieses Zukunftsweisende ist als deine Schattenseite anzusehen, denn diese zieht dich zur Verantwortung. Diese lässt dich das Hier und Jetzt nicht erleben oder erkennen. Ein Löwe spielt eine sehr ausschlaggebende Rolle, doch ich denke nicht, dass es unbedingt sein muss jetzt, hier, heute, in diesem Moment, sondern in der Vergangenheit. Es ist eine Verbindung zu diesem Löwen, die dich gelehrt hat, aufgrund des Verhaltens des Löwens, eben zukunftsprogrammiert zu sein. Meine Stimme, sie verändert sich. Ihr wisst, ich reagiere immer sehr stark körperlich auf eure Energien. Und gut möglich, dass du dir etwas untersagst, auszusprechen, beziehungsweise vielleicht auch lieber etwas für dich behalten solltest. Ich hoffe nicht, dass es mit Halsschmerzen und diesbezogen mit Heiserkeit zu tun hat. Es geht darum, lieber Wassermann, die Ego-Falle zu erkennen und nicht weiter hinein zu tappen. Licht ist einfach. Geh in den Ist-Zustand. Dein Sein im Ist. Selbstaufopferung
durch vehementes Wollen erreichen wollen. Ja, du hast Stimmungsmut, du hast Stimmungsschwankungen und oft hast du auch das erhöhte Bedürfnis, dich zu erholen. Doch die Frage ist, erlaubst du es dir? Du versuchst alles immer unter Dach und Fach zu bekommen, auszugleichen im richtigen Maß. Doch in welchem richtigen Maß? Wer misst das Maß? Wer hat es festgelegt? Du. Und durch dieses ewige Ausjonglieren, wie hier auf dieser Karte, deiner Energien, deines Energiehaushaltes, verpasst du den Ist-Zustand. Den Mut, zu sich selbst zu stehen und zu sagen, ich brauche jetzt dieses und jenes, gar nicht in deinem Gedankenfeld. Denn du hast dich so weit, so sehr zurückgenommen, dass du ich brauche dir selbst gar nicht erlaubst, dass für dich gar keine Option ist. Du schwankst hin und her zwischen einer Entscheidung, die du jetzt noch nicht treffen möchtest, doch du weißt, sie ist zu treffen. Gut möglich, etwas auf Standby zu bringen. Doch du hast Angst zu verlieren, wenn du auf Standby-Modus gehst mit einer ganz bestimmten Sache. Schauen wir uns mal an, worum es geht. Du hast Angst, Befürchtungen, Bedenken, wenn du auf Standby gehst, in die Ruhephase, in den Ist-Zustand, also um den Ist-Zustand mal überhaupt zu erkennen, dass du an Ansehen verlierst. Du möchtest immer und überall dabei sein, doch die Kraft, der Antrieb, sie beginnt zu schwinden. Merkst du was? Wie macht sich das alles bemerkbar, bitte? Unruhezustände, gar Panikattacken, der Körper vibriert und du hast das Gefühl, offen zu sein und dass alles und jeder Zugriff auf dich hat. Was passiert dann, lieber Wassermann? Genau. Dann werden die Schotten dicht gemacht und du distanzierst dich von allem. Wir machen weiter im Extended, schauen uns noch an die aufgestiegenen Meister, worauf zu fokussieren ist, spiritueller Weg und das daraus resultierende sowie eine Engelsbotschaft für dich zu diesem Thema. Lieber Wassermann, wir freuen uns auf dich, wenn du wieder einschaltest. Bis gleich. Ciao.